Hi, willkommen zurück. Heute möchte ich euch meine liebsten Bücher zum Thema ADHS und Neurodivergenz und Neurodiversität vorstellen. Denn ich finde, nach einer Diagnose ist es so hilfreich, dass wir uns besser kennenlernen, und für mich persönlich geht das am besten, indem ich total eintauche in meine Hyperfixierungen und alles lerne darüber, was mich gerade beschäftigt, und mich natürlich dann auch darin zu reflektieren. Und am Schluss verrate ich euch auch mein absolutes Lieblingsbuch. Ich werde nun einfach hier durch, das ist mega schmutzig. Ich werde hier einfach durch meine Bibliothek ein bisschen gehen, also ich habe das nicht wirklich gescriptet, und zu jedem Buch etwas erzählen, und ich werde irgendwo da den Buchtitel einblenden, denn Schande über mich, aber ich habe eigentlich fast keine analogen Bücher mehr, denn ich brauche ja immer ganz viele verschiedene Bücher zur Auswahl, wenn ich irgendwo hinfahre. Ja, also, dann fange ich doch einfach mal an. Ein Buch, was mir den Einstieg extrem erleichtert hatte, war Driven to Distraction, und zwar von Edward M. Hallowell. Das ist wirklich eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Und John J. Ratey. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, Entschuldigung, aber ihr seht ja den Buchdeckel. Das ist wirklich so eine Klassikerbibel sozusagen. Da wird ADHS noch als ADS oder ADD bezeichnet. Es ist auch ein bisschen veraltet inzwischen vom Inhalt her, aber wenn ich das jetzt nochmals im Inhaltsverzeichnis nachschauen kann, hier lernt man wirklich die Grundlagen. Was ist das überhaupt? Was passiert im Gehirn? Es gibt Beispiele von einem Kind, es gibt Beispiele von Frauen und Männern, und es gibt auch Beispiele von Paaren. Also die beiden Ärzte sprechen wirklich auch direkt aus ihrer Praxiserfahrung, und soweit ich weiß, ich hoffe, das ist korrekt, hat Mr. Hallowell selbst auch ADHS. Und das merkt man. Also man merkt, dass jemand aus eigener Erfahrung spricht, was wirklich, wirklich sehr, sehr toll ist. Und es hat einen extrem verständnisvollen Ton. Er hat die Aussage, ADHS ist nicht nur eine Schwäche, sondern vor allem quasi eine Superkraft auf eine nicht toxisch positive Weise begründet. Also er sagt, ja, es ist eine Condition, die im Alltag, auf dieser Welt, in der wir leben, sehr viel Mühe bereiten kann. Dennoch sollten wir uns bewusst werden, was auch unsere Stärken sind, und unser Leben auch darauf aufbauen, auf eine gewisse Art und Weise, und sofern möglich. Ich persönlich habe ja mit diesem Spruch Superkraft und ADHS extrem Mühe, weil ich ihn, wie er angewendet wird, super toxisch positiv finde. Denn wenn es ja so eine Superkraft wäre, dann wären wir Übermenschen und hätten keine Probleme. Doch ich verstehe seinen Ansatz sehr gut, denn wir haben unsere Stärken und wir dürfen diese beachten und fördern. Auch ganz cool finde ich in diesem Buch, dass er über die Subtypen spricht von ADHS. Also, dass es halt einfach verschiedene Ausprägungen gibt, und er zeigt auch noch den Weg, glaube ich, zu der Diagnose. Genau, er zeigt auch noch den Weg zu der Diagnose auf. Ist sehr amerikanisch natürlich, ist auch vom Weg der Diagnose her und so ist es natürlich alles sehr Amerika-orientiert, aber ich fand es einfach extrem spannend. Es gibt jetzt inzwischen eine Version 2.0 quasi, die heißt ADHD 2.0. Die ist ein bisschen moderner. Man könnte natürlich auch gleich damit anfangen, denn das ist sehr up-to-date, was auch die ganze hirnbiologischen Geschichten, Informationen anbelangt. Dieses Buch ist echt voller Wissen. Also wer so ein bisschen nerdy ist und die Hintergründe verstehen möchte von der, ich sage eben nicht so gerne Störung, ich sage eigentlich lieber Condition quasi, für den ist dieses Buch halt einfach wirklich genial. Und da habe ich jetzt erst angefangen zu lesen. Ich kann noch nicht so viel sagen. Ich bin erst beim Kapitel 2. Doch es ist schon so inspirierend und ich fühle mich schon so abgeholt in meinem Wesen und meinem Dasein, dass ich das nur einfach wirklich weiterempfehlen kann. Und es berührt auch verschiedenste Themen, wie wir quasi, da hat es ein Kapitel, das heißt Find Your Right Difficult, wie wir einfach das auswählen können, das uns entspricht und wo wir uns entwickeln können. Aber ich glaube, ich muss da hier nochmals ein spezielles Review abgeben, denn eben, ich bin noch nicht so weit. Dann als nächstes möchte ich über die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS sprechen. Ich weiß, der Titel kann ein bisschen abstoßend sein, vor allem für Menschen, die nicht so gerne quasi diese Gender-Stereotypen
verfolgen wollen. Ich gehöre auch zu den Personen, doch ich muss ehrlich gestehen, für mich war dieses Buch sehr augenöffnend. Denn es gibt schon zum großen Teil meine Erlebniswelt und die Erlebniswelt vieler Mädchen, so wie sie sozialisiert werden, wieder. Was mir besonders gefällt an diesem Buch, ist, dass es konkrete Übungen drin hat. Ist teilweise ein bisschen langatmig und ein bisschen zu viel verlangt, finde ich. Doch ich finde, da kann man sich rausholen, was einem entspricht. Und es hat so Lifehacks drin, zu Struktur, es gibt Inputs zu Achtsamkeit und es gibt auch noch Inputs zu therapeutischen Maßnahmen, was sich eignet und was vielleicht ein bisschen weniger. Und ich finde auch schön, dass es noch das System quasi auch ein bisschen berührt vom Thema her. Also es ist eigentlich auch ein sehr gutes Buch für Angehörige, um die ganze Geschichte und um auch den Menschen mit ADHS selbst ein bisschen besser zu verstehen. Ich finde es extrem cool. Das ist so ein Buch, das man immer wieder hervorholen kann und wieder neue Übungen machen kann. Die einzige Kritik, die ich ein bisschen habe, ist, dass teilweise, finde ich, dann doch wieder ein bisschen neurotypische Erwartungen oder neurotypische Ansichten kommen, wie wir uns quasi zu entwickeln und zu verhalten haben, wie man quasi neurotypisch wird ein bisschen. Und das hinterlässt bei mir einen leicht schalen Nachgeschmack, aber trotzdem konnte ich so von diesen Informationen profitieren und vor allem von den Übungen. Ich hoffe, ich mache irgendwie Sinn. Wir müssen nicht gewohnt, einfach so zu erzählen ohne Skript. Auch ein sehr großer Klassiker ist das Buch Women with Attention Deficit Disorder von Sari Solden. Ist auch auf Englisch. Sie ist auch eine Koryphäe und hat noch mehr Bücher geschrieben. Ein Buch hat auch mehr noch so Übungen. Weiß ich jetzt aber gerade nicht, wie es heißt. Vielleicht kann ich den Titel des anderen Buchs noch einblenden. Das ist auch ein eher älteres Buch, natürlich schon überarbeitet, aber die Terminologien sind veraltet. Eben mit ADD und so. Doch was ich auch hier extrem hilfreich finde, ist, dass man sich extrem gesehen fühlt. Und auch sie gibt die Nuancen wieder, wie unterschiedlich ADHS sich äußern kann bei Erwachsenen, bei Frauen und Mädchen. Und sie hat da ein System drin, wie wir auch diese Diagnose und diese Tatsache zuerst am besten verdauen können, bevor wir quasi in die Entwicklung gehen oder in die Weiterentwicklung. Sie beachtet wirklich den Fakt, dass es eben nicht einfach nur eine Erleichterung ist, eine Diagnose zu erhalten. Also das ist quasi der Schritt 1 sehr oft für viele. Manche sind auch schockiert. Doch es kommt halt wirklich auch mit viel Wut auf die Vergangenheit, wenn wir als Erwachsene erst diagnostiziert werden. Es kommt mit viel Trauer auch, dass wir vielleicht etwas ganz anderes hätten erreichen können mit dem Bewusstsein, wenn wir das gewusst hätten. Und sie hat einen Prozess gemacht, den wir durchlaufen können, um uns zuerst zu verzeihen, um zuerst zu akzeptieren und dann in unser Potenzial zu gehen und dieses zu entwickeln. Ich finde es dafür, dass es für Menschen mit ADHS ist. Ich sage jetzt nicht, wir können alle nicht lange lesen oder große Bücher lesen. Trotzdem, teilweise finde ich es ein bisschen langatmig und ich habe es oft hingelegt und erst später wieder hervorgeholt, viel später, weil es teilweise sehr, sehr umfangreich ist. Also versteht mich nicht falsch, ich will niemanden irgendwie als unfähig darstellen zu lesen. Doch ich weiß einfach von mir, ich brauche schon Spannung und ich brauche schon auch Bücher, die ein bisschen auf den Punkt kommen irgendwann. Dennoch, natürlich ist ja auch ein Empfehlungsvideo. Große Empfehlung. Ein sehr, sehr cooles Buch für Strategien, für Persönlichkeitsentwicklung, für Coping-Strategien, für den Umgang mit Ängsten, für Lifehacks etc. ist das Buch Self-Care for People with ADHD von Sasha Hamdani. Sie ist auch Ärztin und spezialisiert auf ADHS und sie hat selbst auch ADHS. Sie hat übrigens auch einen sehr, sehr coolen Instagram-Channel. Ich werde den Handle hier einblenden, falls ihr interessiert seid daran. Sie macht coole Reels und so und ist einfach extrem sympathisch. Und das ist wirklich ein riesiges Sammelsurium in kurzen Abschnitten, sehr kurzweilig auch, von Strategien, wie wir unser Leben besser und schöner leben können und wie wir auch gut mit anderen Menschen umgehen können, wie wir in gute Beziehungen gehen können, etc. Ich gebe mal einen kleinen Ausschnitt. Wir haben Emotional Self-Care, emotionale Selbstfürsorge. Und da geht es wirklich um negative Gedanken, herausfordern,
Es geht um Dankbarkeit. Es geht darum, nicht so lange in der Vergangenheit zu verharren. Ein paar Journaling-Tipps und ja, halt Reframing, wie wir unser Selbstbild ein bisschen anders gestalten können und umgestalten können. Was wir mit Ängsten tun können, wie wir besser mit Ängsten umgehen können, unsere Trigger erkennen etc. Und dann hat es die Physical Self-Care, also quasi körperliche Selbstfürsorge. Hier geht es vor allem wirklich darum, was wir alles tun können, damit es uns körperlich besser geht, damit wir fitter werden. Und es gibt eben hier keine neurotypischen Tipps, so quasi du musst halt einfach nur wollen und du musst halt einfach nur Motivation haben und eine Routine aufbauen und dann geht das schon. Nein, sie gibt diese Tipps natürlich aus Sicht einer ADHSlerin. Natürlich kann sie nicht in jedes ADHS-Gehirn reinsteigen und die Tipps für alle passend machen. Also auch hier gilt, rausnehmen, was passt. Bei mir hat auch einiges nicht gepasst. Also zum Beispiel, ich kann einfach nicht meditieren oder nicht so meditieren, wie es landläufig gemacht wird. Also ich brauche einfach Bewegung dabei und so. Ich bin mir jetzt aber nicht mal sicher, ob sie das nicht auch noch mit erwähnt hat. Jedenfalls hat es dann noch mentale Selbstfürsorge drin, wo es auch darum geht, dass wir unsere Energieschwankungen würdigen und erkennen. Es geht natürlich auch um das Imposter-Syndrom und wie wir das managen können. Und dann geht es noch um das Soziale, also wie wir Beziehungen pflegen können, etc. Und Konflikthandling, haha, wie im letzten Video. Eines meiner Lieblingskapitel ist Karriere und Professional Self-Care. Also hier geht es wirklich darum, wie können wir glücklich werden in unserem Berufsleben, wenn wir das wählen und wie wir auch Klarheit bekommen können als ADHSlerInnen, was wir wollen und was zu uns passt. Denn sehr häufig sind wir in diesem Bereich sehr angepasst und haben das Gefühl, wir müssen einfach so sein wie alle anderen und wir dürfen irgendwie nicht auffallen und wir dürfen auch nicht irgendwie glücklich werden auf irgendeine Art und Weise. Sie spricht einfach all diese Themen an, die uns das Leben manchmal ein bisschen schwer machen in der Arbeitswelt und wie wir sie lösen können. Also ich fand das Buch extrem kurzweilig und cool. Die einzige Gefahr, die ich hier ein bisschen sehe, also einfach bei mir ist, ich finde das dann alles mega cool und ich lese dann das ganze Buch durch und nachher vergesse ich wieder, was alles da drin gestanden hat und was für mich eigentlich hilfreich gewesen wäre. Und darum rate ich an jeder Person, da ein bisschen Zettelchen reinzumachen. Und ich habe mich auch sehr fest mit Neurodiversität und Neurodivergenz beschäftigt. Ja, weil es halt wirklich so Überschneidungen auch gibt zwischen Autismus und ADHS, zwischen OCD und ADHS und Bipolar und Autismus. Und eigentlich sind wir doch alle einfach im neurodivergenten Spektrum, auch wenn es natürlich Unterschiede gibt. Da habe ich den Klassiker gelesen von Judy Singer. Sie hat Neurodiversität als Sache begründet und auch die Bewegung der Neurodiversität begründet. Ich werde jetzt nicht auf das Thema eingehen. Dazu gibt es mal ein anderes Video, weil es sehr viele Nuancen hat. Sehr spannend, einfach diese Wurzeln zu kennen und den Begriff ein bisschen zu verstehen. Und ja, und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsbuch. Und zwar heißt es Divergent Mind von Jenara Nirenberg. Und da geht es um alle Arten von Neurodivergenz und auch noch um die Neurodiversitätsbewegung. In diesem Buch gibt es ganz viele Erlebnisse und Geschichten von Menschen, die im neurodivergenten Spektrum sind. Und das sind wirklich ganz viele verschiedene Arten. Das sind Autistinnen, das sind Menschen mit ADHS, das sind Menschen, die Autismus und ADHS haben. Das sind Menschen mit Synästhesie, hochsensible Menschen, ganz viele verschiedene Schattierungen. Und hier geht es halt einfach auch darum, sich selbst besser zu verstehen. Auch gewisse Dinge, die wir bisher vielleicht als Schwäche oder als Überempfindlichkeit empfunden haben, werden hier einfach so menschlich erklärt und hinterfragt und reflektiert. Und es gibt so zwischen den Zeilen auch ganz viele Tipps auch für den Umgang damit oder wie wir mit anderen Menschen über das sprechen können, wie wir besser für uns einstehen können und für unsere Neurodivergenz und eben auch sehr oft Hochsensibilität. Gerade noch einen Blick über die Kapitel werfen. Also die Themen sind so The Female Mind Throughout History, also wo wirklich auch die weibliche Seite angeschaut wird, weil die Frauen ja oft nicht in Studien mit dabei sind und auch sehr oft wurden wir in irgendwelche Stereotypen gedrängt, von Hysterie bis weiß Gott was. Und sie kritisiert auch die alte Art der Psychologie ziemlich, was ich persönlich sehr, sehr spannend fand, weil ich mag ja Psychologie und ich mag auch Therapie, aber sie hat gewisse
Dinge in der Geschichte aufgegriffen, die problematisch sind und die ich wichtig finde, dass darüber gesprochen wird. Und sie reframed halt Hochsensibilität, also Sensibilität in diesem Sinne, als etwas Positives und eben nicht als eine Schwäche, wie es sehr, sehr oft in der Geschichte halt erzählt wird und auch heute in der Gesellschaft gesehen wird. Und dann berührt sie halt auch wieder Lebensbereiche wie halt Wohlbefinden und wie wir unser Zuhause gestalten können, wie das bei der Arbeit für viele hochsensible, neurodivergente Autistinnen, ADSlerinnen aussieht. Und ja, sie gibt auch noch Tipps für mehr Quellen und mehr Lesestoff. Sie erklärt Autismus und Synästhesie und ADHS an Beispielen. Es ist wirklich extrem menschlich und feinfühlig geschrieben mit sehr vielen gelebten Erfahrungen von Menschen, die damit leben, schon seit ihrer Geburt. Und ich finde, das tut einfach extrem gut und gibt einem das Gefühl, zu einer Community zu gehören, und es gibt das Gefühl der Selbstermächtigung, des Empowerments, und ich kann es einfach nur jeder Person empfehlen, die sich für das Thema Neurodiversität und Neurodivergenz interessiert. Selbstverständlich gibt es auch einige Punkte in diesem Buch, die ich jetzt persönlich so nicht vertrete, aber insgesamt finde ich es ein extrem cooles Werk, also wirklich vollste Empfehlung. Ja, ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn gemacht und dass ihr euch da was mitnehmen konntet. Und falls ihr selbst eines dieser Bücher gelesen habt, dann lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Oder wenn ihr vielleicht auch Kritik habt oder andere Ansichten, fühlt euch frei zu kommentieren. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schenkt mir einen Like, abonniert meinen Kanal, abonniert meinen Newsletter, geht auf meine Webseite. Ihr findet alles unten in der Beschreibung. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss!